deutschen Hochschulen gibt es noch immer etwa doppelt so viel Professoren wie Professorinnen. Und das, obwohl mehr als die Hälfte aller Absolventinnen Frauen sind. Das sogenannte Kaskadenmodell zeigt, dass der Anteil von Frauen auf jeder Stufe der wissenschaftlichen Karriere weiter abnimmt und der von Männern steigt. An schlechteren Leistungen der Frauen liegt dies nicht. Vielmehr gibt es in unserem wissenschaftlichen System unterschiedliche Faktoren, die zu diesem Effekt führen. Besonders Berufungsverfahren, also die Verfahren, in denen Professuren mit neuen ProfessorInnen besetzt werden, sind nachweislich anfällig dafür, dass Männer und Frauen ungleich behandelt und ihre Leistungen unterschiedlich bewertet werden. Die Berufungskommission entscheidet über mehrere Berufungsschritte hinweg, welche Person die am besten qualifizierte für die Besetzung der ausgeschriebenen Professur ist. Alle Mitglieder tragen dabei eine große Verantwortung, das Verfahren fair und qualitätssicher zu gestalten. Besonders schwierig ist es, die unterschiedlichen wissenschaftlichen Leistungen und persönlichen Lebenswege der Kandidatinnen adäquat und fair miteinander zu vergleichen. Je standardisierter das Verfahren ist und je klarer die einzelnen Bewertungskriterien festgelegt sind, umso objektiver und gerechter verläuft die Leistungsbewertung, die die Berufungskommission gemeinsam durchführt. Hier lauern einige Fallstricke hinsichtlich Geschlechtergerechtigkeit, die wir aufzeigen möchten. Die Anzahl von Publikationen oder Zitationen sind vermeintlich klare Kennzahlen, um die Leistung von Bewerberinnen miteinander zu vergleichen. Studien belegen jedoch, dass in unserem wissenschaftlichen System Frauen etwas seltener publizieren bzw. zu kooperativen Publikationen eingeladen werden. Ein Grund hierfür ist, dass Verlage und Journale denselben Text von einer Frau häufiger ablehnen, als wenn dieser von einem Mann eingereicht wird. Der sogenannte Gender Publication Gap führt also dazu, dass es für Frauen im Durchschnitt schwerer ist, Forschungsergebnisse zu publizieren, als für männliche Wissenschaftler. Auch können Personen, die zum Beispiel Kinder betreuen, in dieser Zeit kaum eine vergleichbare Forschungsleistung erbringen. Dies muss bei der individuellen Bewertung ebenfalls berücksichtigt werden. Ähnlich verhält es sich beim Gender Citation Gap, der belegt, dass weibliche WissenschaftlerInnen in der Literatur weniger häufig von Männern zitiert werden als männliche Autoren, ganz unabhängig von der Qualität ihrer Forschung. Die vermeintlich klaren Kennzahlen, Anzahl der Publikationen und Anzahl der Zitationen, sind also nur bedingt ein rein objektives Bewertungskriterium. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von wissenschaftlich belegten unbewussten Effekten und Vorannahmen, Unconscious Bias, die jeder Mensch zur Bewertung von Situationen oder anderen Personen heranzieht. Dies ist zwar ein natürlicher Prozess, gerade in Auswahlverfahren kann dies jedoch dazu führen, dass die Leistungen von Bewerberinnen nicht objektiv und unvoreingenommen bewertet werden. So belegen eine Vielzahl von Studien, dass vor allem diese unbewussten Effekte dazu führen, dass gleiche Leistungen von Frauen häufig schlechter bewertet werden, als wenn ein Mann sie erbracht hätte, oder auch eine Eigenschaft je nach Geschlecht unterschiedlich interpretiert wird. Geht es zum Beispiel um Leitungspositionen, werden Frauen meist als weniger durchsetzungsstark wahrgenommen als Männer. Wollen sie dies ausgleichen und zeigen sich bewusst geradlinig und tough, werden sie oft als dominant oder kalt wahrgenommen. Das Schwierige an diesen sogenannten Unconscious Bias-Effekten ist, dass sie sich nur vermeiden lassen, wenn Personen ihr Verhalten, ihre Bewertungen und Vorannahmen regelmäßig reflektieren und die eigenen Beweggründe hinterfragen. Das Argument, bei diesem Kandidaten habe ich einfach ein gutes Bauchgefühl, liefert hierfür einen guten Anhaltspunkt. Wenn in der Leistungsbewertung mit dem eigenen Gefühl argumentiert werden muss, fehlt offensichtlich ein objektiv messbares Kriterium, mit dem dieses ansonsten begründet werden könnte. Hier heißt es also, besonders aufmerksam zu sein. Das gute Bauchgefühl kann zum Beispiel aufgrund des sogenannten Halo-Effekts oder homosozialer Kooptation entstehen. Letzteres bezeichnet das Phänomen, dass uns vor allem Menschen sympathisch sind, die uns ähnlich sind. Das kann zum Beispiel schon der gleiche Studienort sein, aber auch gemeinsame Interessen oder eine ähnliche Lebenssituation können diesen Effekt auslösen. Um den hier aufgezeigten Effekten zu entgehen, ist es also umso wichtiger, die eigenen Bewertungskriterien und Vorannahmen regelmäßig zu reflektieren. Dies gilt ebenso für die Arbeit der gesamten Kommission, um im Zweifelsfall noch einmal gemeinsam auf die Leistungsbewertung zu schauen. Denn gendersensible,
und qualitätsgesicherte Berufungsverfahren sind der beste Weg zur Erhöhung des Professorinnenanteils. Ganz grundsätzlich raten wir dazu, dem Ungewöhnlichen und noch nicht Bekannten eine Chance zu geben und sich von dessen Potenzial überraschen zu lassen. Denn neben dem Fachwissen kann auch etwas Neues oder Unkonventionelles die Forschung bereichern.